Ja, dieses Kunstwerk kennst du vielleicht schon aus einem Schnelldurchlauf. Jetzt die langsame Version mit den entsprechenden Erklärungen. Du hast gerade die Struktur gesehen, das war einfach nur Sand in Farbe gerührt und aufgetragen, und jetzt ist sie trocken und wird bemalt. Du siehst ja ganz gut, dass ich ein dunkelgrün genommen habe, und umso mehr ich es verstreiche, umso heller wird es, denn es wird immer transparenter und der Untergrund scheint immer mehr durch. Mit dem trockenen Pinsel verstreiche ich wieder die Farbe und so gehen alle Pinselspuren weg. Ich ziehe direkt einen zweiten Farbton dazu, und den Farbton habe ich nicht ganz durchgerührt, deshalb ist er mal heller und mal dunkler. Das heißt, du kannst einen Grünton eben auch mit Schwarz oder Blau dunkler mischen, und wenn die Farbe eben nicht ganz so durchgerührt ist, habe ich mal einen helleren Farbton und mal einen dunkleren. Und ja, so arbeite ich mich weiter in die andere Farbe rein. Die Übergänge kannst du gut mit einem Tuch, ja, einfach ein Tuch darüber tupfen, und dann entstehen Muster, und die kaschieren gleichzeitig auch den Übergang. Denn das Tuch nimmt ein bisschen Farbe auf, nimmt Farbe weg, ein bisschen verstreichen, und dann ja, hast du erstmal einen Farbauftrag, der nicht so ordentlich sein muss, weil noch weitere Schichten drauf kommen. Ja, das Cyan, das ist eins meiner Lieblingsblautöne, und jetzt auf dem Grün sieht das schon fantastisch aus, und ich weiß, ich werde noch oft drüber gehen. Ja, ich höre das oft von einigen Teilnehmern, dass ja, man sich dann oft nicht weiter traut, weil es schon ganz schön aussieht. Das kannst du beiseite legen. Trag einfach die Farbe auf, tupf sie wieder weg, und du weißt, du wirst sie nachher sowieso nochmal verwenden. Ja, du kannst eben mit dem Spachtel die Farbe auftragen. Du kannst aber auch, wenn du merkst, dass das mit dem Spachtel nicht ausreicht, einfach wieder den Pinsel verwenden, um dann die Farben anders in die Leinwand einzuarbeiten. Also man kann sich gut ausprobieren, und denn es sind einfach die Farbschichten, die das Bild auch interessant machen. Überall bleibt wieder was stehen und wird dir was weggenommen. Also einfach mal so experimentieren. Ja, jetzt sind alle Farben mal auf der Leinwand, hell, dunkel, und jetzt kann ich auch wieder den blauen Farbton an die Oberfläche bringen. Damit schafft er auch wieder eine Verbindung zu dem Untergrund. Ich habe hier nochmal das Werkzeug gewechselt. Der Spachtel war mir zu groß, und das Mahlmesser eignet sich hier ganz gut.
denn damit kann ich ganz gezielt die Farbe verarbeiten. Ich kann die Kante gut nehmen, ich kann die Farbe gut verteilen. Ja, mit der Kante von dem Malmesser oder auch mit dem Pinselstiel kannst du eben gut ein paar Linien rausnehmen und die Linien, die jetzt im Untergrund sind, kannst du eben gut auch wieder an die Oberfläche bringen, indem du nachher mit Schrift arbeitest. Mit einer Linie durchbrichst du die Fläche und das mache ich hier mit der weißen Ölkreide. Du kannst einfach einen Satz schreiben oder so wie ich jetzt hier auch einfach nur Krickelkrackel drüber ziehen mit ein paar Höhen, Schwüngen. Ja. Ja, ich habe hier ein sehr nasses Tuch. Da ist auch noch Farbe drin und ich verwische so ein bisschen die Farbe der Linie und gebe durch die Farbe, die in dem Lappen noch ist, auch Farbe wieder klecksartig ab. Damit du frei arbeiten kannst, bei so einer Sache ist es halt wichtig, dass dein Untergrund trocken ist. Denn damit kannst du die Farbe auch wieder abwischen, ohne dass der Untergrund, ohne dass sich Farbe vermischt oder irgendetwas weggenommen wird. Durch die unterschiedlichen Zustände der Farbe, das heißt, die eine Farbe ist eben ganz flüssig und die andere Farbe ist sehr fest, fließen die Farben auch unterschiedlich. Und das macht Spaß, weil man sieht, dass die nasse Farbe in die andere Farbe reinlaufen will und das kann man immer mal ein bisschen abbremsen und das, also damit experimentieren. Ja, jetzt ganz zum Schluss kommen noch mal richtige Höhen drauf und zwar mit dem Cyanblau noch einmal richtig farbkräftig stehen lassen.
Hier siehst du nochmal im Detail die einzelnen Strukturen und Farben ganz schön, das rausgekratzte, das draufgesetzte. Und es ist schwierig vielleicht, das jetzt ganz genauso nachzumalen, aber so in der Art. Da lass dich auch so drauf ein, experimentier ein bisschen, trau dich auch mal die Farbe raufzuschmeißen und auch einfach weiterzuarbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch für dein Like, ganz besonders. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen Kommentar schreibst. Tschüss.